Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der Würfelorden macht diesen Monat seine Themenwoche und Michael hat gefragt, ob ich auch wieder mitmachen würde. Das Thema dieses Jahr ist Angmar. Zuerst wusste ich nicht so wirklich, was ich machen sollte, aber dann fiel mir dieser Herr hier ein, den ihr hier seht, denn den habe ich mir schon vor ein paar Jahren gekauft und wollte ihn auch neu bemalen, was offensichtlich bis jetzt nicht passiert ist. Der Troll ist eigentlich eine Sammlerfigur von was weiß ich wem. Allerdings scheint er nicht so besonders zu sein, weil er hat mich nur 10 Euro gekostet. Damit hatte ich jetzt also ein Modell, das ich für die Themenwoche bearbeiten kann. Aber bei einfach grundieren und neu bemalen soll es natürlich nicht bleiben. Da unser Troll aus Angmar kommen soll, das ja bekanntlicherweise im Norden liegt, habe ich mir gedacht, kriegt er einen Pelzmantel. Aber nicht irgendeinen Pelzmantel, sondern einen, der einen gewissen gehobenen Status dieses Trolls darstellen soll. Damit der Mantel etwas besser aussieht, dachte ich mir, da müssen die Köpfe von irgendwelchen erlegten Tiere drauf. Wie ihr hier seht, habe ich mich für Waage entschieden, beziehungsweise es stand nicht viel anderes zur Auswahl, um ehrlich zu sein, eigentlich gar nichts. Ausnahmsweise geht also das Bastelvideo mal nicht mit dem Abriss los, sondern mit dem Zusammenbau, denn die Köpfe müssen, wie bekannt, erstmal zusammengeklebt werden. Dem Zusammenbau folgt dann allerdings ziemlich schnell der Abriss, denn ich säge die Unterkiefer der Waage ab. Die brauche ich nicht und sie würden sowieso im Pelz verschwinden. Was später noch abgeschnitten wird, sind die Pelzsträhnen, die die Waage auf dem Kopf haben. Klar könnte ich die in den Pelz mit einarbeiten, aber die Waage sehen dann aus wie Alfalfa von den kleinen Strolchen, falls den noch irgendjemand kennt. Und das passt mir hier irgendwie nicht. Als nächstes geht es an den Green Stuff Teil. Wie immer knete ich den Green Stuff mit Handcreme, damit er etwas geschmeidiger wird. Dieses Mal verteile ich die Modelliermasse mit den Fingern in dem Bereich, den der Mantel abdecken soll. Das geht etwas schneller als mit dem kleinen Werkzeug. Ich habe auch noch einige mehr, die auch ein bisschen breitere Klingen haben oder was man dazu sagt. Die sind allerdings bei meinen Labsachen, weil ich sie als Skalpelle und Sonden für meinen Medikus benutze. Und um ehrlich zu sein, ich war zu faul, sie rauszusuchen. Wenn der Green Stuff dann verteilt ist und auch eine ausreichende Stärke hat, geht es an das Modellieren des Fells. Beim Modellieren des Fells ist es wichtig darauf zu achten, dass die einzelnen Haarsträhnen nicht bis ganz nach unten durchgezogen werden, weil dann sieht's nicht mehr ganz so sehr wie Fell aus. Wie vermeidet man das Ganze also? Man zieht lauter kleine Streifen in den Green Stuff rein. Zusätzlich dazu ziehe ich weitere Strähnen ein, die kreuz und quer verteilt sind. Das Ganze braucht natürlich etwas Zeit, aber das Ergebnis am Ende lohnt sich, wie ich finde. Eins noch dazu: Am unteren Ende des Mantels ist es wichtig, die einzelnen Strähnen ganz auszumodellieren, weil sonst entsteht da eine Art Wulst und das sieht nicht schön aus und man hat auch lauter kleine Schlingen. Was heißt das jetzt genau? Einfach mit dem Werkzeug die Haarsträhnen komplett bis nach unten ziehen, so dass der Mantel ausgefranst aussieht, wie es bei einem nicht gestutzten Fell ja auch aussehen würde. Wenn der Mantel dann soweit ausmodelliert ist, werden die Köpfe der Waage eingesetzt. Die können natürlich nicht so drauf liegen bleiben, wie sie jetzt sind. Das sieht nicht schön aus, wie ihr hier seht. Deswegen geht es weiter zum nächsten Schritt. Wenn der Umhang dann gehärtet ist, werden die Hälse der Waage modelliert. Im Grunde genommen verläuft das nicht anders als vorher das Modellieren des Mantels selber. Allerdings gibt es auch hier wieder eine Kleinigkeit zu beachten. Der Mantel liegt als Fläche auf und da macht es keinen großen Unterschied, wie modelliert wird. Bei den Hälsen der Waage sieht es ein bisschen anders aus. Hier fällt das Fell nämlich links und rechts herunter und entsprechend sollte das auch so modelliert werden. Folglich ziehe ich die Haarsträhnen links und rechts am Hals nach unten. So fällt das Fell eben und jetzt wiederhole ich das Ganze einfach 3-mal. Nachdem ich hier dann fertig war, habe ich dann die Haarbüschel auf den Köpfen abgeschnitten, weil es sah einfach bescheuert aus und hat mich, wie bereits gesagt, an Alfalfa von den kleinen Strolchen erinnert. Und nein, meine Waage sehen nicht aus wie von den kleinen Strolchen.
Wie so oft, wenn man mit Green Stuff arbeitet, hatte ich natürlich am Ende noch ein bisschen was übrig und wegschmeißen wollte ich es nicht. Neue Federbüsche damit machen wollte ich auch nicht. Also dachte ich mir, der Troll kriegt noch eine Beinschiene an das linke Bein. Ein bisschen mehr Rüstung schadet schließlich nie und so musste der Green Stuff nicht einfach irgendwie aushärten, sondern hat noch eine sinnvolle Tätigkeit übernommen. Und so sieht der Troll dann fertig aus. Das Modell ist ziemlich groß und ich habe hier den normalen Troll als Größenvergleich daneben gestellt, damit ihr einfach ungefähr mal wisst, wie groß das Vieh wirklich ist. Also ich habe hier definitiv einen Trollhauptmann, denke ich. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Michi, dass er mich gefragt hat, ob ich bei der Themenwoche mitmachen will. Schaut euch auf jeden Fall die anderen Videos der Themenwoche an, die sind immer sehr gut. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch mein Video auch gefallen hat. Und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt. Und bis bald in meiner Schmiede.